Der Mensch als Spezies besitzt einige Besonderheiten. Eine der wichtigsten davon ist, dass wir unser Wissen weitergeben können, ohne direkten Kontakt zu anderen, mittels Büchern, Filmen, aber auch in Form von Daten. Die Erzeugung von Daten ist ein wesentlicher Bestandteil wissenschaftlicher Forschung. Worin besteht eigentlich der Wert von wissenschaftlichen Daten? Was macht Daten so wertvoll? Nun, in der Wissenschaft sind Daten die Basis, woraus Zusammenhänge und Erkenntnisse entstehen. Daten sind häufig nur der Output von Messgeräten, aber zu ihrer Erzeugung gehört ein umfassendes Know-how des zugrunde liegenden wissenschaftlichen Problems. Darüber hinaus stammen die Daten häufig von sehr teuren Messinstrumenten oder sie wurden in wochenlangen Simulationen errechnet. Kein Wunder also, dass Daten sorgsam behandelt werden. Ja, sie werden mittlerweile sogar richtig veredelt. Daten werden nicht einfach nur abgespeichert, sondern sie werden weiter verarbeitet und mit weiteren Informationen versehen, den Metadaten. Wie in einer Aufwärtsspirale erhalten Daten Labels zur Beschreibung, werden entsprechend ihrer physikalischen Bedeutung miteinander in Beziehung gebracht durch Ontologien und können dann sogar von Wissenschaftlerinnen anderer Fachgebiete interdisziplinär genutzt werden. Und wenn alle ihre Daten so ablegen, dann können wir als Krönung neue Zusammenhänge gewinnen, mittels den Techniken aus dem neuen Wissenschaftsfeld Data Science. Der Ursprung dieser Veredelungsspirale liegt dort, wo die Daten entstehen, also in einem Messgerät bei einer Simulation oder in einem Labor, wie hier bei der Flamespray-Pyrolyse. Wir erzeugen mit dieser Flamme genau definierte Nanopartikel, indem wir in dem Brennstoff zum Beispiel Eisen oder andere Metalle auflösen. In der Hitze der Flamme verschmelzen bzw. aggregieren dann die Bestandteile zu winzigen Nanopartikeln. Und damit wir alles genau dokumentieren können, benutzen wir ein ELN, also ein elektronisches Laborbuch. Es gibt mir genau vor, an welche Arbeitsschritte ich denken muss. Ich muss Eingabefelder ausfüllen, wie hier zum Beispiel der Precursor. So kann ich keinen Parameter bei der Erzeugung von Nanopartikeln in einer Flamme vergessen. Die Daten können nach dem Hochladen aus dem Labor innerhalb des Forschungsinstituts oder mobilerweise via VPN einfach per Browser ergänzt werden. Die Daten sind die Grundlage für wissenschaftliche Zusammenhänge und Erkenntnisse. Diese werden in wissenschaftlichen Publikationen zusammen mit den Daten abgespeichert und auf öffentlichen Repositorien der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Also ganz fair. Zur Nachvollziehbarkeit müssen aber alle Prozessparameter erfasst werden. Das ist jedoch sehr aufwendig und deshalb erfasst das ELN diese Prozessdaten automatisch, so wie bei einem Recorder. Das nennen wir dann Verification der Daten. Wie kann ich mir eine automatische Erfassung vorstellen? Das geht mit einer programmierbaren Schnittstelle, einer sogenannten API, auf dem ELN und einem Minicomputer, einem Raspberry Pi im Labor, auf dem ein Python-Programm läuft. Die programmierbare Schnittstelle erlaubt einerseits das automatisierte Upload von Daten aus dem Labor heraus und andererseits können die Daten auch heruntergeladen werden zur Weiterverarbeitung. Dabei ist ein wichtiger Baustein für die Verification die semantische Annotation der Daten. Semantik? Das heißt, die Daten bekommen Bedeutung? Richtig. Und sie werden miteinander in einen Zusammenhang gebracht. Aber wie wird das gemacht? Das wird realisiert durch die bereits erwähnten Ontologien. Ontologien in der Informatik repräsentieren auf eine formal-logische Weise Bedeutungszusammenhänge, wie zum Beispiel physikalische Prozesse. Und Ontologien sind für Computer verstehbar. Das Ontologisieren von Ingenieurprozessen wird nun in 5 Schritten aufgeteilt. Zuerst werden die Daten aus dem ELN geladen. Dann werden die Daten in eine maschinenlesbare Form gebracht. Im 3. Schritt werden die einzelnen Prozessparameter semantisch nach der zugrunde liegenden Ontologie miteinander verknüpft. Im 4. Schritt werden die Daten in ein speziell für Ontologien bestimmtes Datenbankformat namens Sparkle überführt und hochgeladen, sodass im 5. Schritt alle Daten über die Herstellung von Nanopartikeln abrufbar sind. So wird also die individuelle Geschichte des Produktes, also hier den Nanopartikeln, mithilfe einer Ontologie abgespeichert. Sozusagen. In einer Ontologie steckt geballtes Wissen, also Fachexpertise und zugleich auch Informationsstruktur. Diese Verknüpfung von traditioneller Forschung mit mathematisch-statistischen Methoden wird von Seiten der Computerwissenschaft als 3. Fachgebiet mit den Ontologien erweitert. So kann auf sehr viele Daten zugegriffen werden, weil die gespeicherten Daten maschinenlesbar und semantisch verknüpft sind. Und das führt uns zur neuen Disziplin Data Science.
Und was bringt uns diese? Data Science ermöglicht Zugang zu sehr viel Wissen, was zu neuen Erkenntnissen führt. Wir Menschen können einfach keine 1000 wissenschaftliche Publikationen in aller Tiefe und mit allen Details überblicken. Aber mit Data Science wird so eine Art Erweiterung des menschlichen Horizonts möglich. Oder anders gesagt, Daten werden so mit dem Wissen der Welt verknüpft.